So, meine Lieben, herzlich willkommen. Wir sollten live auf Facebook sein und natürlich sind wir live hier im Zoom. Und heute geht es darum, um Körper, um die Art und Weise, wie wir mit Körpern umgehen können auf eine möglichst wundervolle Weise. So, we should be live now. We are on Zoom live. And today it's all about how to handle bodies in the most wonderful way possible. So, herzlich willkommen alle. Welcome everybody to this interview with Greg Bryars. Willkommen zu diesem Interview mit Greg Bryars, who is happening to be my husband and a wonderful person, der zufälligerweise mein Ehemann ist und eine wundervolle Person. So, when I thought about how to start this Zoom, a memory came up. So, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich diesen Zoom beginnen sollte, ist mir eine Erinnerung hochgekommen. And it was like, I think 2 years ago. Und es war, glaube ich, vor 2 Jahren. Greg and I have been invited to a party. Greg und ich wurden zu einer Party eingeladen. And it was at the shore of a lake. Und es war am einem Seeufer. Und there were many happy people. Und da waren viele glückliche Leute. Und Greg hat irgendwann gesagt, da ist jemand, dessen Rücken total ausgerenkt ist und der Schmerzen hat. And then Greg suddenly told me, there is somebody who's not feeling happy, whose back is out, right? I want to clank that person. Und ich möchte gerne den Rücken dieser Person einrenken. And so he kept looking around. And I kept looking around, who might that be? Und dann haben wir uns so umgeschaut, wer könnte das so sein? And then a person came up to us that I knew and I introduced him to Greg. Und dann kam jemand zu mir, den ich kannte und den habe ich dann Greg vorgestellt. Und wir haben so ein bisschen geredet and we chatted for a while. And then this person said, my son, for a while now he has back pain and can't get rid of it. Und er hat dann zu mir gesagt, mein Sohn, seit einer Weile hat der Rückenschmerzen und kann die nicht loswerden. And Greg said, this is the one. Und Greg hat gesagt, das ist derjenige. So this guy brought his son up to Greg and Greg like stood behind him and just clanked his back. So und der Typ hat dann seinen Sohn zu Greg gebracht und Greg hat sich hinter ihn gestellt und hat einfach seinen Rücken eingerenkt. And this boy was like, yay. Und der Junge war so richtig so dieses, wow. And then, like the other persons, people on the party noticed that, and there was like building up a queue for people that said, me too. Und die anderen Leute auf der Party haben das mitbekommen und dann hat sich ganz schnell eine Schlange gebildet, die alle gesagt haben, ich auch. So, like for the next half hour, Greg spent his time clunking everybody's backs. So, die nächste halbe Stunde hat Greg damit verbracht, jedem, der da kam, den Rücken einzurenken. So, and there's 2 things that is important for me when I think that. I should have charged. Ja, ich hätte Geld verlangen sollen. Yeah, but you were invited, it was a party, it was your choice. Ja, aber du warst eingeladen, es war eine Party, das war deine Wahl. But 2 things came up for me. What is important when we talk about bodies? Aber 2 Dinge sind mir gekommen, die wirklich wichtig sind, wenn wir über Körper sprechen. The one thing is your awareness about bodies. Das eine ist dein Gewahrsein über Körper. Which means like the energetic connection from one body to another. Was so viel bedeutet wie die energetische Verbindung von einem Körper zum anderen Körper. And the second thing is like this knowing, this experience. Und das zweite ist dieses Wissen. And I mean the anatomic knowing, like the physical knowing. Ich meine wirklich dieses Wissen über die Anatomie, über die Physis des Körpers. Ja? Und deine Erfahrung, dein Können and your experience and your capacities, like really learn stuff, right? For me, that was the perfect combination of these 2 things. So bei dieser Party, für mich war das gerade damals diese absolut geniale Verbindung dieser beiden Dinge.
So it's not only about I touch your body, I've got an awareness. So es geht nicht nur um dieses, ja, ich fasse einen Körper an und habe ein Gewahrsein. It's also that I know how bodies function. Es ist auch dieses, ich weiß, wie Körper funktionieren. Und ich weiß, wie ich den Körpern wirklich physisch helfen kann. And it's also, I know how to help a body physically. Yeah. So, and Greg, you were like this magical massage therapist in New Zealand. Und Greg, du warst sozusagen dieser magische Massagetherapeut, als du noch in Neuseeland gelebt hast. So just please tell us a little bit about your experience with massage. Who did you massage? So erzähl uns ein bisschen was über deine ganzen Erfahrungen mit Massage. Wen hast du alles massiert in Neuseeland? Well, I've massaged many people. I massaged ranging from a 6-week-old baby. Actually, I massaged a baby in the womb, in the mum's tummy. I've massaged sports people. I went with the New Zealand massage sharing team. They share sheep as a world competition. I went to the world competitions and actually massaged the New Zealand team, the Australian team, the Welsh team. So yeah, I got to massage a lot of people. Ja, also im Prinzip habe ich Leute, and maybe Greg could try to make yourself louder. Also tatsächlich habe ich Leute massiert von kleinen Babys, tatsächlich Babys, die noch im Mutterleib waren, bis hin zu Sportmannschaften, Rugby und auch in Neuseeland gibt es diese Scharfscherer, die machen wirklich Weltmeisterschaften und die haben einen harten Job, die müssen sich bücken die ganze Zeit und scheren. And these shearers, they have a really hard job, right? They have to bend down all the time, they have to shear the sheep. And they do world competitions. Also die machen Weltmeisterschaften im Scharfscheren in Neuseeland, Australien und weltweit. Und Greg, you came with them to these competitions, right? Yeah. Yep. I traveled with them to Australia to the competitions. I even massaged the captain of the New Zealand women's rugby team. Ja, also er ist mit dem Scharfscherer-Team bis nach Australien gereist, hat die alle betreut. Und er hat auch den Captain zum Beispiel vom neuseeländischen Frauen-Rugby-Team betreut. So, yeah, I had a lot of experience. I think, and everybody was different, you know, it's really cool. Also ich habe jede Menge Erfahrung und ich habe festgestellt, dass jeder einzelne Körper unterschiedlich ist. A man who had broken both his legs, all he wanted to do was be able to ride his Ducati motorbike again, but he couldn't fold his legs. Ja, also ich hatte zum Beispiel einen Klienten, der fällt mir gerade ein, der hatte beide Beine gebrochen und sein einziger Wunsch war nur noch, dass er wieder sein Motorrad fahren konnte, aber konnte nicht, weil er seine Beine nicht mehr abbiegen konnte. So we worked on it and got it. The last I heard from him was him riding away on his Ducati motorbike, very happy. So. Und also mit dem habe ich längere Zeit gearbeitet. Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er auf seiner Ducati durch die Gegend fährt und wirklich happy ist. I massaged Olympic bronze medalist for the 50 and 100 meter swimming in Sydney. Und ich habe zum Beispiel einen Olympioniken, was it a she or a he? She. Ja, ich habe eine Olympionikin behandelt, massiert, die die Bronzemedaille im 1500 Meter Lauf gewonnen hat. And everybody said that she shouldn't be competing, she's too old. Und jeder hat ihr gesagt, sie sollte gar nicht mehr mitmachen bei dem Wettkampf, weil sie zu alt ist. But she had a really good attitude, was like, screw you. And she won bronze. Aber sie hatte echt ein gutes Mindset, ja, eine gute Einstellung. Die war nämlich scheiß drauf. Und sie hat die Bronzemedaille gewonnen. Yeah. And these sort of people, there was hundreds of them, really. Ja, und es gab hunderte Menschen. Ich könnte hunderte Beispiele erzählen. So, you had this experience with massage, like with really physically touching bodies,
loosening muscles, working on joints. Also du hast diese Erfahrung von wirklich Körper physisch zu berühren, Muskeln zu massieren, Gelenke wieder in Ordnung zu bringen. So, and say at the same time, you're not only working with that physical level, you also work on an energetical level. Und gleichzeitig arbeitest du nicht nur auf diesem physischen Level, sondern auch auf einem energetischen Level. Absolutely, always. Yeah, always. And this is like, you said you were doing that from childhood on, and you never stopped it, even if you did physical massage. Und du hast mir erzählt, du hast es als Kind schon getan und du hast niemals damit aufgehört, nicht mal, wenn du nur physisch gearbeitet hast. I mean, when I first started doing massage, it was difficult to try and tie in what I knew with what I saw on the body and try and explain it to people. Am Anfang, als ich physisch mit Körpern gearbeitet habe, war es wirklich schwierig für mich, das in Verbindung zu bringen, das, was ich tue und das, was ich tatsächlich in den Körpern gesehen habe. Und das dann den Menschen, die da auf meinem Tisch lagen, zu kommunizieren. Because sometimes, often we have physical limitation, and that limitation is created by something physical. By something physical. Also oft haben wir physische Begrenzungen und das wurde durch etwas Physisches kreiert. But underlying all of that, there's an emotional switch often there as well that keeps it in place. Aber darunterliegend ist sehr, sehr oft eine emotionale Komponente, die dafür sorgt, dass diese physische Begrenzung bestehen bleibt. An example I often use, and I think I use it in my book, is a friend of mine who was a diesel mechanic. He worked on big trucks. Und ein Beispiel, das ich oft verwende, und ich habe es auch in meinem Buch erwähnt, und das war ein Freund von mir, der ein Mechaniker war, der hat an LKWs gearbeitet. And when I first met him, he came to my clinic with tears in his eyes from the pain in his back. Und als er zum ersten Mal bei mir in der Praxis aufgetaucht ist, hatte er Tränen in den Augen, weil er solche Schmerzen im Rücken hatte. Because he loved working on trucks, but it was getting too painful. Weil er hat seinen Job geliebt, aber es wurde einfach zu schmerzhaft für ihn. And so I massaged him and we created some relief, yeah? And I asked him a question, so what else is going on? Ja, und wir haben daran gearbeitet und ich habe ihm einige Erleichterungen verschafft. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, so, was ist da sonst noch jenseits des Physischen? Was ist in deinem Leben los? And he said, what do you mean? I said, this area of the back that's in pain, it's about support. It's about carrying someone else's load. Und er hat gesagt, wieso, was meinst du? Und ich habe gesagt, naja, die Stelle, wo der Schmerz ist, da geht es irgendwo darum, dass du keine Unterstützung hast. Es geht um diesen Mangel an Unterstützung, den du empfindest. And he goes, oh, no, there's nothing going on. I'm totally happy with my life. Und er hat zu mir gesagt, nix, in meinem Leben ist alles super, da ist gar nichts. And I thought, okay, cool. I didn't push it. And a few months later, his daughter did something and very dishonest and absconded with a whole lot of money and did something really unkind. Und ich habe ihn nicht bedrängt, ich habe nicht insistiert. Und dann einige Monate später ist etwas geschehen. Seine Tochter hat ihn sozusagen hintergangen, war unehrlich, etwas, was ihn wirklich geschockt hat. So the daughter was like in her 30s, okay? Und die Tochter war in den 30ern. And anyway, my friend's wife rang me, says, he's coming in, he's really needs your help, and this is possibly why. Und dann hat mich seine Frau angerufen und hat gesagt, er kommt zu dir, er braucht wirklich Hilfe und ich schätze mal, der Grund ist. And he came into a room and he says, oh, my body needs you today. And he stood there like a bent, twisted pretzel. Ja, und der Grund ist wahrscheinlich dieser Vorfall mit der Tochter. Also er kam zu mir in die Klinik
Und er stand da vollkommen gebeugt. Er sah aus wie eine Brezel, wirklich zusammengefallen. And I looked at my family. Und It's ich in habe the ihn nur bitch. angeschaut und habe gesagt, Familie. It's in the bitch. And he looked down at his body, looked back at me, looked back at his body, looked at me and said, point made. Und dann hat er an seinem Körper runtergeschaut, mich wieder angeschaut. Gesagt, ja, du hast offensichtlich recht. And you know, he never had that severe back pain ever again. And I massaged him for 14 years. Und von diesem Moment an hatte er niemals wieder diesen schrecklichen Rückenschmerz. Und ich habe ihn dann noch weiter massiert, 14 Jahre lang. So what you're saying, Greg, is, and this is really interesting, yeah? So we have this physical level and we have this emotional level. Also was du sagst, ist wirklich interessant. Wir haben also diese physische Ebene und wir haben diese emotionale Ebene. So is it ever possible when a physical condition is caused by an emotional condition, can that physical condition change without first the emotional condition having to change? Und was du sagst, ist echt interessant, weil die Frage ist, kann jemals etwas, was auf physischer Ebene sich manifestiert, was verursacht worden war durch einen emotionalen Zustand, sich verändern, ohne dass der emotionale Zustand sich zuvor verändert? I've never seen it happen. Das habe ich noch nie gesehen. So this is cool, isn't it? So when we talk about bodies and healing, so wenn wir über Körper sprechen und Heilung sprechen, we really have to look, like in German we would say, ganzheitlich. We have to look at all levels. Im Deutschen würden wir sagen ganzheitlich. Aber wenn wir über Heilung sprechen, wir müssen auf allen Ebenen schauen, was da ist. And is there ever a physical limitation that was not caused by a thought or an emotion before? Gibt es jemals eine physische Begrenzung oder Erkrankung, die nicht zuvor auf einer emotionalen oder gedanklichen Ebene verursacht worden ist? I can't answer that, but what I can say is that I've seen the mind let go of physical thought and the body change Ja, das every kann ich time. beantworten, aber ich kann sagen, dass dass der Körper loslässt, wenn der Verstand sozusagen einen Gedanken loslässt. It's like letting go a decision, letting go a choice, letting go an assumption. Es ist eine Entscheidung, eine Wahl, eine Annahme loslassen, and then the body follows. Und dann folgt der Körper. It's the pentagram. Ja, es ist das Pentagramm. You have the 4 elements of the earth and then the 5th one, the mind. Ja, es ist wie im Pentagramm und die bei mir in den Rauhnächten dabei waren, wir haben lange darüber gesprochen, ja. Es sind die 4 Elemente. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und darüber ist der Geist. You know, they made a movie, The Fifth Element. And Das fünfte Element. And it's about love. But it's not about love of other people, it's about self-love. Und bei diesem Film ist das 5. Element die Liebe. Und das ist nicht, dass man jemanden liebt, sondern es ist die Liebe zu sich selbst. So every limitation I've ever seen in the body is usually held there, held in place, even if it was caused from a physical, it was held in place by a judgment of the mind. Ja, und jede einzelne physische Begrenzung, die ich jemals gesehen habe, selbst wenn es sozusagen eine physische Ursache war, wurde immer nur festgehalten wegen einer, what did you say, limitation of the mind, or what did you say? It's a judgment or conclusion of the mind. Yeah. Durch eine Bewertung oder eine Schlussfolgerung des Geistes. So the mind is the most powerful thing, right? Yeah. So, also der Geist sozusagen ist das machtvollste Ding, das wir uns nur vorstellen können. And we create our reality with it. Und wir kreieren unsere Realität damit. So, when you work on bodies, Greg, I watched you many, many times. You just kind of, what is that? And you get like
a visual, or you get like a feeling, or you get like a knowing. Und wirklich, ich habe dich so oft beobachtet, wenn du mit Körpern arbeitest. Ja, du berührst einen Körper, schaust ihn an und dann bekommst du ein Bild, ein Wissen, eine Vorstellung. So, is this something that you can train? Is this something that is like innate in you, that just you have, or is that something that everybody has available and has just to train? So, ist das irgendwas, was speziell deine Gabe ist? Oder ist es irgendwas, das in jedem steckt, das nur trainiert werden muss? Well, I've always said anybody can massage and anybody can do what I do. Also ich habe immer gesagt, jeder kann machen, was ich mache. Jeder kann so massieren, wie ich massiere. Aber Oh, but. you have to want it, don't you? Aber da fragt man sich doch, oder? You Und have to man muss really es want it. wollen. Man muss es wollen. So for me with massage, I became, in the opinion of a lot of people around me, the best massage therapist in New Zealand. Also ich zum Beispiel. Bei mir war es so mit Massage. Den Leuten zufolge, die mich kannten in Neuseeland, war ich der beste Massagetherapeut in ganz Neuseeland. People would drive 2 hours out of their way to get a massage on the way to somewhere else. Also Leute sind 2 Stunden lang gefahren, um von mir eine Massage zu bekommen. That was my desire. That was my end thing, was to be the best that I could possibly be. Das war mein Verlangen. Ich wollte der Beste sein in dem, was ich tue. But that included everything about the body, not just moving muscles. Ja, aber das hat für mich bedeutet, alles in Bezug auf Körper zu können, zu wissen. Nicht nur in Bezug auf den physischen Körper, auf den Muskeln. I mean, anybody can massage by numbers. Also jeder kann nach Vorschrift massieren. To receive that, it just feels like a blah, blah, blah. Aber wenn man das so empfängt, wenn man so massiert wird, fühlt sich an wie da, 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 da. I had a young lady was talking to her sister one day after she'd been for a massage from me. And the sister messaged me. She says, "You just had the biggest compliment." Also ich habe einmal jemanden massiert und deren Schwester hat mir kurz danach eine Nachricht geschickt und sie hat zu mir gesagt, du hast das fetteste Kompliment bekommen. And she told her, the older sister said, "So did you enjoy it?" She goes, "Oh my God, yes. Greg doesn't just massage the body, he massages the soul." Also die Schwester hatte dann das Mädel gefragt, und hat dir die Massage gefallen? Und die hat gesagt, oh mein Gott, Greg massiert nicht nur den Körper, er massiert die Seele. And it was like, wow, thank you. And this is what I'd asked to create, was that connection, so that the body lets go. Und das ist es, was ich immer verlangt habe von mir. Ja, diese Verbindung zu kreieren, damit der Körper loslassen kann. And that's and this is when you really create change in the body. Das ist dann der Punkt, wenn du wirklich Veränderungen im Körper kreieren kannst. And I mean, you are teaching classes like worldwide for a couple of years now, and they're called the Alchemy of the Body. Also und du gibst ja Kurse jetzt europaweit oder weltweit in den letzten Jahren und die haben geheißen die Alchemie des Körpers. Now you have a new class, which is called the Alchemy of the Massage. Jetzt hast du einen neuen Kurs und der heißt die Alchemie der Massage. So the Alchemy of the Body was just teaching the space from where we can communicate with bodies. So, und bei der Alchemie des Körpers ging es darum, diesen Raum zu erfahren, aus dem heraus wir mit Körpern kommunizieren können. So now when you teach the classes about the massage, the alchemy of the massage, so what are you teaching there? Und jetzt heißen die Kurse die Alchemie der Massage. So was ist es, was du dort lehrst? It's really
the desire for that class is to show that you can look at another body from that space of alchemy, that space of no judgment. Also mein Wunsch dahinter ist, dass wir wirklich diesen Kurs machen können, den Massagekurs aus dem Raum dieser keine Bewertung, dass wir uns Körper anschauen können ohne Bewertung. And you can massage that body without any sort of rules or I have to do this and I have to do that. Und dass wir einen Körper tatsächlich massieren können, ohne gewisse Regeln zu haben. So, jetzt folgt Schritt A, dann Schritt B, erst macht man das, dann macht man das. And you can create change and you can create relief and you can give aid to whoever it is you're touching. I mean, it could be family, lovers, children. Ja, und einfach zu wissen, dass wir dadurch allein schon Erleichterung verschaffen können, dass wir Schmerz lindern können, dass wir Veränderung kreieren können, bei Familienmitgliedern, bei unseren Kindern, bei unseren Geliebten, ja, bei Freunden. You know, I taught a lot of massage classes in New Zealand, and the one thing they learned was that if they can massage somebody from this space of no judgment, nothing's broken. Ja, und ich habe jede Menge Massagekurse in Neuseeland gegeben. Also ich habe Massage gelehrt in Neuseeland. Und was ich ihnen beigebracht habe, ist, aus diesem Raum heraus zu massieren, wo wir wissen, es ist nichts verloren, es ist nichts kaputt, es ist nichts, was gerichtet werden muss. They learned that they can't do any harm. Sie haben tatsächlich gelernt, dass sie niemanden verletzen können, wenn sie aus diesem Raum arbeiten. If you've ever been massaged by somebody who has an ego the size of Mount Everest, you know it hurts. Wenn du jemals von jemandem massiert worden bist, der das Ego, das in der Größe des Mount Everest hat, dann weißt du, dass diese Massage wehtut. And your body is trying to tell them to fuck off. Und dein Körper versucht demjenigen zu sagen, dass er endlich weggehen soll. But when you get massaged by somebody who is just doing it from the space of nurturing and kindness, your body, doesn't matter how light or how heavy the touch is, just goes, oh yeah, please, more. Aber wenn du von jemandem massiert wirst, der wirklich aus diesem Raum von keiner Bewertung, von Freundlichkeit herauskommt, egal was er tut und wie hart oder leicht die Massage ist, der Körper wird aufatmen. And so what is it that you teach in the class as well? Because you're also talking about the anatomy of the body. So was erzählst du in den Kursen noch? Weil du redest auch von der Anatomie der Körper. So I teach about the muscles, how to see the muscles, how to feel the muscles. Also ich bringe euch Zeug bei über die Muskulatur, wie man sie sieht, wie man sie fühlen kann. I mean, some people, they touch a muscle and think because it's so hard, it must be bone. And no, this is where the bones are. Ja, manche Leute berühren Muskeln und weil die so hart sind, glauben sie, das sind Knochen. Ja, und sie sagen, nein, es ist trotzdem ein Muskel, auch wenn es so hart ist. And it's like, okay, so now we get an understanding. And it's when you start to get a picture of how the body works that you start to get a picture of more and how you can see what the limitations are and you can start to change that. So, das Ding ist, man muss ein Gesamtbild haben des Körpers, wie alles zusammenhängt. Die Muskeln, die Sehnen, die Gelenke. Wenn man das beginnt zu sehen, bekommt man ein Gesamtbild und kann sehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. And it just comes to my mind, you know, you had this client recently that came because of a vertigo. Und das fällt mir gerade ein, Greg hatte neulich diese Klientin, die kam wegen eines Schwindels. So, and then what you find out was a totally different part of her body. It was not the head. It was something totally different that caused that vertigo. Und was du dann rausgefunden hast, war ein völlig anderer Teil des Körpers, nicht der Kopf. Irgendwas anderes hat diesen Schwindel hervorgerufen. So, because you knew how everything is connected in the body, weil du gewusst hast, wie alles im Körper verbunden ist. And so we get to actually see that in the class. We get to explore it. And Und das werden wir im Kurs tatsächlich sehen, das werden wir erforschen. Because, I mean, you have this, what I mentioned before and what you mentioned in your book as well, what you did as a child. You have this vision, like the X-ray vision of the body. Ja, und das Ding in den Kursen wird auch sein, dass Greg eure Körper ansieht. So Greg will look at your bodies in the class. Weil Greg hat diese Fähigkeit,
Das hat er in seinem Buch erwähnt und das habe ich vorhin auch gemeint mit diesem Rückeneinrenken bei der Party. Er bekommt fast wie ein Röntgenbild eures Körpers. Er sieht und fühlt, was los ist. So you can see or feel what's happening with the body when you look at the body, when you touch a body. Ja, so, also wenn er einen Körper anfasst oder sieht, kann er fühlen oder sehen, was da gerade los ist. And this is going to happen in the class as well, because you will be looking at each and everybody that's in the class, ja. Und das wird im Kurs eben auch passieren, weil du dir jeden einzelnen Körper im Kurs anschauen wirst, ja. And I think it's not about like teaching people to do what you can do in regard to like your capacities. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass du im Kurs den Leuten beibringen wirst, was du kannst in Bezug auf deine Fähigkeiten. But I think, like you did in the alchemy classes, you make people be aware of their capacities. Aber was ich glaube, es wird so darum gehen, wie es auch in den Alchemiekursen war, dass du dafür sorgst, dass die Leute sich ihrer eigenen Fähigkeiten gewahr werden. It's not about what I know. It's about what you know that you're not willing to look at. Ja, es geht nicht darum, was ich weiß oder kann. Es geht darum, was ihr wisst oder könnt, wo ihr vielleicht noch nicht hinschauen wolltet, was das bei euch ist. I mean, how many times do you have a knowing about somebody, but you go, oh no. Ja, weil wie oft ist es so, dass ihr irgendein Wissen über jemanden oder über etwas habt und ihr taucht drüber weg. And it's that. We create a safe environment where you can say, what is that? And get an idea and go, wow, how does this sit, you know? And it's amazing when you start to see that you actually do see, you start to trust you more. Ja, also wir kreieren bei diesen Kursen wirklich eine sichere Umgebung sozusagen, ein sicheres Umfeld, in dem wir uns erlauben können, wirklich hinzuschauen, was wissen wir und auch diese Erfahrung machen. Das ist stimmt, ja. Und in diesem Umfeld beginnen wir uns und unserem Wissen mehr zu vertrauen. Wenn wir es einmal sozusagen erlebt haben, können wir dem mehr vertrauen. Yeah, so the class will be about like teaching physical body and how everything is connected. So bei diesem Kurs geht es darum, um den physischen Körper, wie alles verbunden ist. Und gleichzeitig geht es um die Wahrnehmung des energetischen Hintergrunds. And at the same time, it's about the awareness of the energetic background, of the emotional level, the mind level, and to discover your own capacities with it. Und da geht es eben darum, auch die Geistesebene wahrzunehmen, die emotionale Ebene und auch zu entdecken, welche Fähigkeiten wir mit unserer Wahrnehmung in Bezug haben. And you're safe. It's a safe environment. I mean, nobody's made to do things they don't want to do. Nobody's made to receive something they're not willing to receive. Ja, und es ist ein sicheres Umfeld. Niemand wird gezwungen, irgendetwas zu tun oder etwas zu empfangen, für das er nicht bereit ist oder nicht gewillt ist zu empfangen. So it's like everybody has choice. They can just play. Ja? Also jeder hat Wahl, jeder kann spielen. And you don't have to receive from somebody you don't want to receive. Und du musst von niemandem empfangen, von dem du nichts empfangen möchtest. Aber du kannst dir anschauen, was das ist, wenn du nicht empfangen möchtest. You know, there's all of these possibilities. Ja, all diese Möglichkeiten gibt es. Okay, cool. So Melanie, you are hosting the next Alchemy of the Massage class in Cologne. So would you be so kind to tell everybody when it is, where it is, and how much fun it will be? Also die Melanie ist die Gastgeberin für den nächsten Alchemie der Massage Kurs und der ist in Köln. Und die erzählt uns jetzt einfach mal, wann genau das ist, wo genau das ist und wie viel Spaß das machen wird. Also der Kurs ist vom Freitag, 21. Februar, 19 Uhr machen wir ein Intro oder macht Greg ein Intro bis 21 Uhr im Tor 28 in der Machabeerstraße. Das ist ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also
easy hinkommen und wegkommen. Das ist das Karnevalswochenende in Köln. Tata. So, we will have fun after class and also during class, sure. Ja, genau. 22. und 23. Februar sind dann die Klassentage. Und für mein Empfinden, ich habe 2 Kurse schon gemacht. Es ist einfach ein Wunder für unsere Körper loszulassen und zu empfangen. So, for all English-speaking peeps, it's the 22nd and 23rd of February in Cologne. So I know that many Russians will watch this video. So if you like to see Cologne, it's the weekend of the Carnival. So there will be like, whoa, lots of things going on in Cologne. And not only in class, but also in all of Cologne. Yeah, so this will be the next Alchemy of the Massage class in Cologne. Melanie is the host, and Melanie said she did 2 classes already, and it's like a wonderful space. It's not to compare with anything else. Right. And so Greg, anything else you want to say, you want to add to that? I think for me, massage is just the greatest gift that we can give ourselves and others. Also für mich ist die Massage, and massage as the touch, a gentle touch of bodies. The Und kindness, Massage, als die wirklich freundliche Berührung von Körpern ist das größte Geschenk, das wir einander machen können. Can I just say something? No. Sorry. Go for it. Danke. Für mich war das dieses ohne Ansicht einen Körper zu massieren, beim ersten Mal eine kleine Herausforderung. Und das For me, it was really a challenge to massage a body without any points of view about it. Und auch einfach nur dem Körper zu folgen und nicht dem, was ich denke, was jetzt sein muss. And really to follow what the body asks for, instead of like me thinking what I should do next. Und das ist, ich kann nur sagen, wundervoll. Also ja. Yeah, so Melanie obviously likes it. It's wonderful. Yeah. So Greg, you know, for me, that was the next step, like from the energetic level to also to get to that physical level of touching bodies. Also für mich war es irgendwie der nächste Schritt von Kursen, die Greg gibt, von dieser energetischen Ebene zur physischen Ebene, wie man Körper berührt. Because you touch bodies, you look at bodies and you touch them with your eyes. You touch them energetically, and now you touch them also physically. Yeah, really physically. Yeah. So yeah. Anything else you want to say to invite people? Angela just asked, are we massaging with oil? And I'm saying, yes, we are. And Greg did his own composition of oil that he's bringing to class. Also es wird mit Öl massiert und Greg bringt wirklich, also wenn wir wollen, und Greg bringt sein eigenes mit, sein eigenes Produkt, das er zusammen mischt sozusagen für die Massagen. So, yeah, it still needs refining because I lost the recipe, but ich muss es noch verfeinern, weil das Ursprungsrezept habe ich verloren. But yeah, so if you come, some people like to have a sheet on top of them, so bring 2 sheets, but bring a towel as well. Also bringt 2 große Laken mit und ein Handtuch. Or bring 2 really big sheets and towels and a nice whatever. And if you're shy, you can even bring shorts. So. Why? Do you want to say that everybody's naked? Wieso meinst du das? No. That's their choice. But it's like some people just like to change down to their underwear with a man present in the room. It's kind of awkward. Ja, also es ist alles wirklich ein sicherer Rahmen. Es sind in den meisten Kursen bisher Männer gewesen und Frauen gewesen. Und manche Frauen, denen ist wurscht, und andere lassen eben ihre Unterwäsche an, bedecken sich und nur die Teile werden freigemacht, die massiert werden. Ja, also, aber es ist wirklich alles freiwillig. Natürlich, um Muskeln zu massieren, muss man auf nackter Haut massieren.
Yeah, so I mean, of course, if you want to massage muscles, you have to be on the body, not through the clothes. But it's really totally free. You can choose whatever clothes you will be wearing, right? Yep. And I can show you how to massage through clothes if you don't want to take your shirt off. It's Und wenn easy. es euch sogar zu schlimm ist, irgendwas auszuziehen, dann werde ich euch zeigen, wie man durch die Kleider hindurch auch massieren kann. Darf ich Ja. auch noch meine Erfahrung dazu sagen, Gabi? Ja, wen höre ich? Michi? Michi, ja. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Ich habe mich stumm geschaltet. Nee, ich habe mich ausgemacht. Okay. Ja, da. Mhm. Okay. Ich war ja auch bei dem Alchemie der Massage dabei und ich habe ja schon viele Alchemiekurse gemacht. Aber die Massage ist echt nochmal ein Zuckerl. Ja? Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist, wenn man die Alchemiekurse liebt, wird man die Alchemie of the Body Massage noch mehr lieben. Es ist Ja. ja, So Michi says she's taken so many alchemy classes already, and also like the massage class now. And the massage class is just like the top of, how do you say that? The cherry on the cake. Cherry on the cake. Yeah, cool. Well, so we're talking for a long time already. So if you have questions about the massage class, wir reden jetzt schon lange, wenn ihr Fragen habt zu dem Kurs, you can ask the questions, you can reach out to Melanie. Ihr könnt Melanie fragen. Melanie, vielleicht kannst du nochmal deine E-Mail-Adresse hier posten oder so. If you're English speaking, you can also ask Greg. And yeah, so. Also wenn ihr Englisch sprecht, könnt ihr den Greg persönlich fragen. Ansonsten könnt ihr euch an Melanie wenden mit allen Fragen zum Kurs. Sie postet hier auch nochmal ihre E-Mail-Adresse auf Facebook oder Telefonnummer, genau. Auf Facebook findet ihr die Veranstaltung. Und so, für mich ist es einfach nur interessant, wie Körper funktionieren und wie man mit einem liebevollen Zugang sowohl auf physischer als auch auf emotionaler Ebene Dinge verändern kann. So for me it's just like very interesting to see how bodies work and how you can change bodies when you have access to them on an energetical, emotional and physical level all at the same time. And very grateful for you and your talents with that, because that helped me a lot already. Und ich bin sehr dankbar, Greg, für deine Talente damit, weil das hat mir schon sehr viel geholfen. And I totally see that not everybody is like you and can do what you do. Und ich sehe total, dass nicht jeder wie du ist und nicht das tun kannst, was du tun kannst. But every person on this planet, I think, has the ability to be kind with bodies on any level. Aber ich glaube, jede Person auf diesem Planeten hat die Fähigkeit, freundlich mit Körpern auf jedem Level zu sein. And it's really helpful to get some knowledge about the body, which you provide. Und es ist wirklich sehr hilfreich, Wissen über den Körper zu bekommen, was du zur Verfügung stellst. And also be invited into that space of, like, that you provide of the alchemy, where there's like no judgment of self and no judgment of others. Und auch eingeladen zu werden in diesen Raum, den du zur Verfügung stellst, wo es keine Bewertung von sich selbst gibt und von anderen. So, I give you the last word if you like. Say something. Okay. If you're judging your body, just remember this. There are no ugly bodies. There are only ugly people inside the bodies. No. So, das Schlusswort von Greg. Wenn es um Körper geht, denkt daran, es gibt keine hässlichen Körper. Es gibt nur hässliche Typen in diesen Körpern. Yes. I massaged a man who was 245 kilos. That's two of me. Ich habe mal einen Mann massiert, der hat 245 Kilo gewogen, doppelt so viel wie ich. And it was one of the most beautiful experiences I've ever had. Das war eine meiner schönsten Erfahrungen, die ich jemals hatte. Yeah, cool. So, maybe Greg sees you in Cologne or someplace else. If you like this video, please share it. Also wenn vielleicht sieht Greg euch in Köln oder irgendwo anders, wenn euch dieses Video gefällt, bitte teilt es. Ihr könnt dieses Facebook Live teilen, das Replay teilen.
Das ist wirklich cool. Und alle anderen Fragen richte bitte an Melanie und an Greg. Und dann beende ich das jetzt. So I finish the live now. And thank you for being here. Und danke, dass ihr alle da wart. And have a wonderful night and see you soon wherever. So habt einen wundervollen Abend und wir sehen euch irgendwann irgendwo. Tschüss. Bye. Bis zum Alaf.